Das ist also eine weitere Eskalation, das muss man so sagen. Zugeschaltet ist mir nun Benjamin Jendrow, der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei in Berlin. Guten Tag, Herr Jendrow. Ja, schönen guten Tag, Herr Hedler. Wenn Sie sich also dieses Bekennerschreiben nun genauer ansehen, gehen Sie von Linksextremisten aus oder könnte das eine andere Tätergruppe sein? Ja, zunächst mal muss man sagen, dass dieses Bekennerschreiben natürlich in der Polizei Berlin mittlerweile bekannt ist. Da wird gesprochen von den nahe zurückliegenden Taten. Wir erleben ja seit Wochen beziehungsweise Monaten, dass immer wieder vor JVAen und jetzt nicht nur Tegel, sondern auch Moabit, auch Plötzensee, auch in Heidering, dass es dort zu Kfz-Brandstiftung kommt. Und jetzt ist es ein weiterer Ermittlungsansatz und jetzt wird man das erstmal prüfen. Wir müssen auch ganz ehrlich sein, wir reden ja hier über diese unsägliche Plattform, wo immer auch Linksextremisten was einstellen, wo auch ja, Polizistinnen und Polizisten für vogelfrei erklärt werden. Und jetzt muss man natürlich erstmal genau prüfen, weil da kann letztlich auch jeder Dödel irgendwas einstellen. Man muss mal gucken, ist das authentisch? Ja, nein. Welchen Ermittlungsansatz hat man? Aber es ist definitiv ein weiteres Puzzleteil, was uns als Gewerkschaft der Polizei auch nochmal in der Annahme bestätigt, die wir schon vor Monaten getroffen haben. Das ist jetzt kein Zufall. Also, dass immer wieder Fahrzeuge in Flammen aufgehen vor JVAen, ist kein Zufall. Und ich glaube, dieses Schreiben untermauert das nochmal. Das haben Sie ja eben angesprochen, also dass die Mitarbeiter, die Angestellten der JVA im Prinzip zu vogelfrei erklärt werden. Man will sie jetzt sogar zu Hause angreifen, wenn sich die Zustände nicht ändern. Was bedeutet das? Das ist doch eine deutliche Eskalation. Das ist doch wirklich ein Angriff auch auf den Staat. Ja, definitiv ist es ein Angriff auf den Staat, weil hier werden Menschen für vogelfrei erklärt. Wir sehen eben, dass es nicht nur um Brandstiftungen an Fahrzeugen geht, die schlimm genug sind. Das sind schwere Straftaten und man sieht auch anhand dieses wirren Schreibens, dass hier wieder nach einer Legitimationsgrundlage gesucht wird, um hier irgendwas heraufzubeschwören, was diese Taten auch nur irgendwie rechtfertigen kann. Und da wird Menschen auch gedroht. Es wird auch nochmal Brandstiftung gesät, weil es ist ja nicht nur so, wir besuchen euch zu Hause, sondern hier werden ja auch Leute dazu animiert, es den bisherigen Straftätern gleich zu machen. Und das ist schon nochmal eine andere Eskalationsstufe. Wir müssen ganz ehrlich sein, in Berlin überrascht es jetzt nicht. Es gibt immer mal wieder solche Aktionen, auch gegen Bezirksämter beispielsweise. Unsere Kolleginnen und Kollegen der Polizei hängen auch in bestimmten linksextremen Kiezen, wo sich Linksextremisten schön auch ausleben dürfen, hängen öfter mal auch Zivilkollegen der Polizei Berlin mit Bildern da. Und da wird natürlich eine Drucksituation aufgebaut. Ich glaube, der Rechtsstaat muss deutlich machen, man lässt sich nicht erpressen. Man muss an einem Strang ziehen. Das hat auch die Justizsenatorin ja deutlich gesagt, hier Polizei und Justiz, um diese Taten dann auch aufklären zu können und den Schutz der Mitarbeitenden zu erhöhen. Ja, das dürfen wir auch nicht vergessen. Hier sind Menschen, die den Job nicht unbedingt ergriffen haben, um dann sowas da auf sich einprasseln lassen zu müssen. Die wollen ihren Job machen, das machen sie, glaube ich, auch relativ gut. Und jetzt wird hier irgendwas konstruiert, um das auch nur zu rechtfertigen, dass hier jemand sich auslebt und Fahrzeuge anzündet und Menschen droht. Das kann es natürlich nicht sein im Rechtsstaat. Aber wie wollen die Sicherheitsbehörden dieses Problem in den Griff bekommen? Also ich kann mich noch gut erinnern an SO36, also früher Kreuzberg, die alten Zeiten, wo es ja auch eine sehr starke linksextremistische Szene gegeben hat. Da sind auch immer Bilder von Polizisten ausgehangen worden. Auch in den vergangenen Jahrzehnten haben wir das immer wieder gesehen. Also wie kann man tatsächlich die Beamten und Beamtinnen schützen? Na, zunächst mal geht es jetzt natürlich um Sofortmaßnahmen. Ne? Senatorin Badenberg hat ja schon angekündigt, dass da, wo es möglich ist, dass die Kolleginnen und Kollegen der JVA auch ihre Fahrzeuge auf dem Gelände parken können. Das ist erstmal der erste Schritt. Dann wird jetzt in den JVAen auch die Sicherheit erhöht mit speziellen Eingreiftruppen. Sicherlich werden die Mitarbeitenden auch nochmal geschult. Aber klar, wir haben immer mal wieder so eine Wellen und wir müssen jetzt mal darüber reden, wie können wir auch die Polizei so ausstatten, dass solche Taten auch aufgeklärt werden können. Ne? Ist schön, wenn man da jetzt Videoüberwachung hinhängt oder Polizei verstärkt Streife fahren lässt. Ganz ehrlich, es geht relativ schnell, ein Fahrzeug anzuzünden. Von daher müssen wir dann nachhaltig auch in das Personal, in die Technik und auch in die Strukturen investieren. Und da müssen wir mal darüber reden, wie wir auch Mitarbeitende und Beschäftigte des öffentlichen Dienstes besser schützen können. Von Ordnungsämtern, von Justizvollzug und von Polizei. Ich glaube, hier ist auch die Politik gefragt, weil diese Täter begehen auch diese Straftaten auch im Internet, weil sie ehrlicherweise nicht wirklich Angst haben müssen, dass sie dafür sanktioniert werden. Und hier muss, glaube ich, mal ein bisschen was passieren. Wir müssen sicherlich auch mehr gucken, was passiert eigentlich im Internet an Hasskriminalität. Gut, in die Media ist in einer anderen Form schon mal abgeschaltet worden, dann wird es halt neu instruiert. Also ich glaube, da müssen wir irgendwann mal Maßnahmen finden. Wir haben noch nicht die allgemeine Antwort, das ist auch klar, aber wir erleben eben auch, dass von politischer Ebene manchmal solche Taten dann auch gerechtfertigt werden. Und ich glaube, wenn man hier schon mal die Unterstützung entzieht und auch deutlich macht, sowas geht nicht im Rechtsstaat, das ist ein Angriff auf unsere Demokratie. Wenn man Menschen droht, die für den öffentlichen Dienst im Einsatz sind, dann ist schon mal der erste Schritt getan und dann hoffen wir, dass die Kolleginnen und Kollegen des Landeskriminalamts diese Tatsache auch aufklären können und dann die Tatverdächtigen vor Gericht bringen können, die dann auch einer Strafe zugeführt werden. Benjamin Jendrow, der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei in Berlin. Herr Jendrow, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen.